Es staut sich auf deutschen Autobahnen und immer öfter sind marode Autobahnbrücken die Ursache. Rund 1000 solcher Brücken, davon gibt es im Bundesgebiet. Es reicht ein Blick auf die A45, wo allein 60 Brücken einsturzgefährdet sind. Oft bleibt nur eine Möglichkeit: der Abriss mit viel Sprengstoff und lautem Getöse. Hier geht eine Talbrücke an der A45 in die Knie. Danach kommen die jahrelangen Folgen für den Verkehr auf den Umleitungsstrecken und für die Bevölkerung. Und die Verantwortlichen ringen nach Erklärungen. Wir haben in der Tat ein Problem. Die Brücken an der A45 sind für diesen erheblichen Lkw-Verkehr in Menge, aber auch in der Schwere nicht ausgelegt worden. Die statische Dimensionierung reicht dafür nicht aus. Und deswegen haben wir die Aufgabe, diese Brücken instand zu setzen oder zu verstärken. Wir haben in der Tat einen großen Investitionsstau. Brückenbauwerke sind natürlich sehr komplex. Da wurde in der Tat wohl eher zu wenig Augenmerk darauf gelegt, komplexe Brücken zu sanieren. Das Ganze nennt sich Sanierungsstau und ist Ergebnis politischen Versagens, weil der Straßen- und Brückenbau im deutschen Fernstraßennetz über Jahrzehnte auf die lange Bank geschoben wurde. Opfer dieses Sanierungsstaus sind jetzt auch Lkw-Fahrer und Spediteure, also Menschen wie Andreas Gräbedünkel von der Wir 2 Transport GmbH in Unna. Als wir vor 2 Jahren mit ihm über die extreme Stausituation auf der A45 gedreht haben, war er schon skeptisch. Weil er nahezu jeden Tag auf der Sauerlandlinie unterwegs war, ahnte Andreas damals schon, was auf ihn als Folge des Brückenabrisses auf der A45 zukommen könnte. Die A45 war eigentlich für mich und meine Firma die Lebensader. Ich bin jeden Tag einmal runter und einmal hochgefahren, die 45. Und mit der Sperrung der Brücke bei Lüdenscheid ist für mich quasi von jetzt auf gleich das ganze Geschäft zusammengebrochen. Ich schaffe meine Touren nicht mehr, die ich fest gehabt habe jeden Tag. Und die Kundschaft möchte auch nicht mehr Geld bezahlen für die Umwege bzw. die Standzeiten im Stau. Und von daher, ja, eigentlich war die A45 meine Geschäftsgrundlage. Genauso ist es gekommen. Andreas Gräbedünkel hat seinen Lkw inzwischen abgemeldet. Die ständigen Staus haben zu extremen Zusatzkosten geführt. Er kann die bisherigen Frachtaufträge einfach nicht mehr kalkulieren und die Kunden wollen keinen Aufpreis zahlen. Hinzu kommen die Belastungen durch die Mauterhöhung. Es lohnt sich einfach nicht mehr, sagt er zu Eurotransport TV. Ich meine, da bin ich nur ein kleines Licht. Ich denke mal, dass da gerade so im Sauerland oder was diverse Firmen größere Schwierigkeiten haben wie ich. Doch bleiben wir noch einen Moment auf der A45 und den Folgen, die der Brückenabriss und die vielen Baustellen für die dortige Wirtschaft haben. Und lassen wir aktuelle Zahlen sprechen. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat im Auftrag der Industrie- und Handelskammer Südwestfalen ausgerechnet, dass der Schaden in die Milliarden geht, weil die Arbeiten viele Jahre dauern. Und insgesamt geht es auf der A45 um 59 Brückensanierungen. Die gesamte Speditionsbranche in Südwestfalen schlägt Alarm und die Argumente gelten für jede von Brückenbaumaßnahmen betroffene Region in Deutschland. Das ist eine logistische Katastrophe. Und zwar nicht nur für uns auf dieser Seite, sondern auch für alle anderen Kollegen, eben auch auf der anderen Seite der Sperrung, in A, der Durchfahrtmöglichkeit und B, ganz wichtig, in der Verteilung der Güter in ganz Südwestfalen. De facto heißt es ja heute, wir müssen Umfahrungen fahren, die zeitintensiv sind. Und Sie wissen, Zeit ist Geld, ein Thema. In aller Regel dauert es 1 bis 2 Stunden länger, je nach Verkehrsaufkommen, um diese Sperrung umfahren zu können.
Brückenneubauten und Autobahnbaustellen sind nicht binnen weniger Monate erledigt. Ausschlaggebend dafür ist, dass die beteiligten Baufirmen selbst große Mühe haben, genügend Fachkräfte zu bekommen und es mittlerweile nahezu selbstverständlich ist, Arbeitsgemeinschaften zu gründen, um die Arbeiten überhaupt just in time durchführen zu können. Mal ganz abgesehen von den vielen Schwertransporten, die erforderlich sind, um vorgefertigte Elemente anzuliefern. Doch bleiben wir noch einen Moment beim Thema Schwertransporte. Längst hat die Flut an Baustellen auch Auswirkungen auf diese Branche. Extrem verlängerte Transportwege gehören zu den Folgen und es gibt, wie die A45, Routen, die schon lange nicht mehr kalkulierbar sind. Auch das ist eine Folge des Sanierungsstaus. Wir weisen ja als Schwerlastspediteur und unser Verband ja auch schon lange darauf hin. Die A45 gibt es seit Jahren für Großraum- und Schwertransporte gar nicht mehr. Die existiert für uns gar nicht mehr auf der Landkarte. Wir kennen das ja gar nicht anders. Und man wird natürlich weitere Brücken überprüfen, man wird auch kleinere Brücken überprüfen. Und das ist wie der menschliche Körper. Wenn die Adern verstopft sind, dann weiß man, was passiert. Dann kommt es zum Infarkt. Umso besser ist es, wenn der Verkehrsinfarkt endlich abgewendet ist, auch wenn das lange dauern kann. Wie hier auf der A1 bei Leverkusen, wo unlängst der erste Teil der neuen Rheinbrücke nach fast 12 Jahren Bauzeit feierlich eröffnet wurde. Die gesamte Region Köln-Leverkusen war von der Dauerbaustelle betroffen, die extreme Auswirkungen für den Lkw-Verkehr hatte. Endgültig fertig ist die Brücke aber erst in 3 Jahren. Einmal mehr gaben sich Politiker bei der Freigabe in Leverkusen die Klinke in die Hand und versprachen, dass zukünftig alles besser werden soll. In den letzten Jahren wurde zu wenig getan im Bereich der Brücken. Deswegen ist es jetzt ein gutes Zeichen, dass es mehr Baustellen gibt. Wir gehen die großen Aufgaben an. Das wird eine Zeit lang dauern. Wir wollen 4000 Brücken in Deutschland modernisieren. Die ersten 1000 sind in Arbeit. Deswegen auch hier die Rheinbrücke in Leverkusen ein Symbol dafür, dass es vorangeht bei dem Thema Brückenmodernisierung. Worte, die viele in der Speditionsbranche nicht mehr hören können, weil sie wissen, dass Brückenbaustellen nicht nur zeitraubend sind, sondern für die Betriebe auch existenzgefährdend sein können. Erst recht, wenn wie auf der Sauerlandlinie eine Brücke nach der anderen erneuert werden muss. Vor allem die zeitliche Perspektive der Bauvorhaben bereitet Sorgen, weil einfach kein Ende in Sicht ist. Hier fehlte es komplett an Weitblick, an Mut und auch an Entscheidungslogiken, dass wenn wir kleine Veränderungen in der Infrastruktur vornehmen, ob Neubau oder Sanierung oder kleine Erweiterung, dann dauert das 10 Jahre. Und wenn man sich das mal ansieht, das ist für einen Industriestandort wie Deutschland eigentlich unerträglich. Dazu passt dann auch eine Meldung des ADAC von vor ein paar Tagen. Selten zuvor wurden in Deutschland so viele Staus wie im Jahr 2023 gemeldet. Ein Viertel mehr als 2022. Stauland Nummer 1 war wieder mal Nordrhein-Westfalen. Die Ursache natürlich auch die vielen Brückensanierungen.